Lenas Jahrmarktabenteuer, Teil 1. Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird's richtig bunt, laut und süß. Und Lena? Wow, du grinst ja über beide Ohren. Was ist denn passiert? Du siehst aus, als wärst du gerade von einer Megaparty zurück. Hey Anna, hey zusammen! Boah, du glaubst es nicht. Das mit dem Honigkuchenpferd passt perfekt. Gestern war ich mit Max und Julia auf dem Jahrmarkt. Und es war einfach nur der Hammer. Voll der Film, sag ich dir. Ich bin immer noch total geflasht. Auf dem Jahrmarkt. Geil. Das ist ja mega. Du warst mit Freunden auf dem Jahrmarkt und du bist geflasht. Voll die Jugendsprache. Wie kam es denn zu der Idee? Spontan oder schon länger am Start? Absolut spontan. Wir haben uns nachmittags auf einen Kaffee getroffen und überlegt, was wir abends machen könnten. Max meinte dann: Hey, der Jahrmarkt hat doch gerade eröffnet. Lass uns hingehen. Julia und ich waren sofort Feuer und Flamme. Ich liebe Jahrmärkte. Dieser ganze Trubel, das ist einfach was Besonderes. Also klar, direkt zugesagt. Feuer und Flamme sein. Check. Klingt nach einem guten Plan. Und dann die Ankunft auf dem Jahrmarkt? Kannst du uns das Feeling rüberbringen, als ihr dort angekommen seid? Ey, dieser Moment war einfach magisch. Kaum aus dem Auto und schon hörst du diese typische Jahrmarktmucke. Überall bunte Lichter, der Geruch von Zuckerwatte und Bratwurst in der Luft. Einfach nur Gänsehaut pur. Ich kann's fast riechen. Die pure Sinnesüberflutung. Und was hat euch als erstes gecatcht? Hattet ihr einen Plan oder seid ihr einfach mal losgezogen? Nee, kein Plan. Wir sind einfach erstmal losgezogen, bisschen rumgeschlendert, alles auf uns wirken lassen. Julia wollte sofort zu den Schießbuden, aber Max und ich wollten erstmal die Lage checken. Überall lachende Leute, Kids mit riesigen Stofftieren, Pärchen, einfach eine coole, lockere Stimmung. Alles auf euch wirken lassen. Das ist die richtige Einstellung. Und dann, welches Fahrgeschäft hat euch als erstes in seinen Bann gezogen? Gemütlich oder direkt Vollgas? Wir sind dann an der riesigen Achterbahn vorbeigekommen. Die sah echt heftig aus. Riesig, laut, voll die Schreie. Max war sofort Feuer und Flamme. Julia eher so: Uff, muss das sein? Und ich? Total unentschlossen. Einerseits hatte ich übelst Bock drauf, andererseits auch echt Schiss. Der klassische Achterbahnkonflikt. Bock und Schiss. Und seid ihr dann wirklich sofort damit gestartet? War die Schlange krass? Nicht direkt. Julia meinte dann: Lass mal langsam anfangen. Also ab zur Schiffsschaukel. Da war die Schlange auch nicht so lang. 10 Minuten easy. Währenddessen haben wir die Leute beobachtet. Manche haben gelacht, andere sahen schon ziemlich grün im Gesicht aus. Gute Taktik. Das langsame Anfangen. Und dann, als ihr dran wart? Wie war die Fahrt auf der Schiffsschaukel? Die Schiffsschaukel war schon ziemlich cool. Es ging immer höher und man hatte dieses krasse Kribbeln im Bauch. In dem Moment, als wir ganz oben waren und kurz stillstanden, da sah ich die ganze Stadt unter Lichtern. Einfach magisch. Julia hat am Anfang noch die Augen zugekniffen, aber dann hat sie sich getraut und hat sogar ein bisschen gejauchzt. Max hat natürlich die ganze Zeit nur gegrölt. Und ich fand es auch mega. Ein gelungener Sinnesmoment vor dem Sturm. So, aufgewärmt, war dann die Achterbahn der nächste Stopp? Aber sowas von. Wir waren im Jahrmarktfieber. Ja, direkt nach der Schiffschaukel sind wir schnurstracks zur Achterbahn marschiert. Diesmal war auch Julia am Start. Die Schlange dort war allerdings echt lang. Ich glaube, wir haben locker eine halbe Stunde gewartet. Aber die Vorfreude und die schreienden Leute haben die Wartezeit irgendwie erträglich gemacht. Eine halbe Stunde für den Kick. Gehört dazu. Und dann? Endlich. Wie war es, als ihr im Wagen saßt und es losging? Ey, Anna, kein Witz. Das war Next Level. Erst dieses Klick, Klack, Klick, den Anstieg rauf. Und dann, zack, wuh!
runter wie eine Rakete. Ich hab geschrien wie sonst was. Wir sind durch Loopings gerast, durch enge Kurven. Der Wind hat mir ins Gesicht gepeitscht. Meine Haare sind in alle Richtungen geflogen. Einfach nur crazy. Boah, ey! Wow, ich krieg ja schon Gänsehaut. Was für eine Beschreibung. Und deine Freunde? Max hat die ganze Zeit mit ausgestreckten Armen dagesessen und gebrüllt vor Freude. Julia hat sich anfangs noch an meinem Arm festgekrallt, aber nach dem ersten Looping hat sie auch angefangen zu schreien. Aber mehr so erleichtert. Als der Wagen dann endlich in die Bremse gerauscht ist, waren wir komplett durch. Haare im Chaos, Beine am Zittern. Aber alle hatten so ein fettes Grinsen drauf. Ein echtes Abenteuer. Was für ein Erlebnis. Wortschatztafel. Boah, Lena, das war ja echt Adrenalin pur. Und für euch, liebe Party-People und Deutsch-Checker, hier unsere krasse Wortschatztafel zu diesem wilden Ritt. Es heißt perfekt mit sein. Und haltet die Augen offen für unsere Grammatikbonbons. Da verstecken sich Passiv- oder Plusquamperfekt. Der Jahrmarkt, die Kirmes, Feeling and Stuff. Auf dem Jahrmarkt gewesen sein. Etwas ist spontan, war geplant. Feuer und Flamme sein, für etwas. Total begeistert sein. Der Trubel, die Atmosphäre, aufsaugen. Die Stimmung, war ausgelassen, locker, cool. Aus dem Auto, ausgestiegen sein. Die Mucke, für Musik, gehört haben. Lichterketten. Karussells haben sich gedreht. Der Duft, Düfte. Von Zuckerwatte, Mandeln, Bratwurst. Übers Gelände, geschlendert sein. Rumgeschlendert sein. Losgezogen sein. Die Bude, die Buden, Schießbude. Bock haben, auf etwas. Für Lust haben. Schiss haben, vor etwas. Für Angst haben. Jemanden catchen. Für anlocken, aufmerksam machen. Die Lage checken. Für sich einen Überblick verschaffen. Gänsehaut pur. Die Fahrgeschäfte, Action and Thrill. Die Attraktion, die Attraktionen. Die Achterbahn. Sah heftig aus. Hinuntergesaust sein. Schlange stehen, anstehen. Die Wartezeit war easy. Die Schiffsschaukel. Augen zukneifen. Sich trauen. Jauchzen. Stadt unter Lichtern sehen. Schnurstracks. Zu etwas. Marschiert sein. Das Kribbeln im Bauch. Spüren. Wagen. War hochgezogen worden. Plusquamperfekt passiv. Oben. Gestanden haben. Runter. Wie eine Rakete. Mit Affenzahn. Geschrien haben wie sonst was. Gekreischt haben. Gegrölt haben. Gebrüllt haben. Durch Loopings. Gerast sein. Wind hat ins Gesicht. Gepeitscht. Haare sind geflogen. Sich festgekrallt haben. Wagen ist in die Bremse. Gerauscht sein. Zum Stehen. Gekommen sein. Komplett durch sein. Für sehr erschöpft. Haare im Chaos. Beine am Zittern. Pures Adrenalin. Next Level. Crazy. Coole Sprüche und Reaktionen. Du glaubst es nicht. Der absolute Hammer. Einfach nur der Hammer. Ich bin total geflasht. Einfach krass. Kein Witz. Passt perfekt. Uff, muss das sein? Aber sowas von. Voll der Film. Sätze bauen wie die Profis. Einen Vorschlag machen. Max meinte dann, einen Entschluss fassen. Wir haben dann direkt zugesagt. Einen Überblick gewinnen. Checken. Erstmal die Lage checken. Etwas in Angriff nehmen. Dann ab zur Schiffsschaukel.
jemandem die Wartezeit erträglich machen. Stell dir vor, Lena, ihr wäret vielleicht zuerst zur Zuckerwatte gegangen. Dann hättet ihr die Zuckerwatte schon gegessen gehabt, bevor ihr auf die Achterbahn gestiegen seid. Ey, Lena, das war ja echt ein wilder Ritt, nur vom Zuhören. Ich bin mega gespannt, was als nächstes kommt. Aber das, Leute, und ob Lena beim Dosenwerfen voll abgeräumt hat oder am Zuckerwattestand eskaliert ist und eine klebrige Katastrophe erlebt hat, das seht ihr im nächsten Teil. Also, dranbleiben. Es wird fett. Jetzt seid ihr dran. Welches Fahrgeschäft bringt euch zum Kreischen? Oder chillt ihr lieber mit Zuckerwatte und Kompanie? Schreibt's in die Kommentare. Und wer hat den coolsten Jahrmarktspruch drauf? Lasst hören. Vergesst nicht, uns einen Daumen hoch zu geben, wenn euch Lenas krasse Achterbahn-Story gefallen hat. Haut auf die Abo-Glocke, damit ihr den nächsten Teil nicht verpennt. Und haltet euch gut fest. Bis bald. Peace out. Tschüss zusammen, macht's gut.